Das Herzstück einer anspruchsvollen Musikanlage ist der Vollverstärker. An ihn werden die passiven Lautsprecher angeschlossen und mit Strom versorgt. Zudem besitzt er je nach Modell die passende Auswahl an Eingängen von Phono bis USB. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Wir zeigen heute 3 Top-Vollverstärker, die du für weniger als 200 € kaufen kannst. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Gespanne aus Vor- und Endstufe, also aus 2 separaten Geräten, sind vor allem bei der audiophilen, zahlungskräftigen Kundschaft beliebt. Dominiert wird der Markt jedoch von Vollverstärkern, also von Geräten, die Vorverstärker und Endstufe in einem einzigen Gehäuse vereinen. Ein Vollverstärker übernimmt beide Aufgaben. Er steuert die Quelle und leitet die empfangenen Signale mit der richtigen Spannung an die Lautsprecher weiter. Bei der Spannungs- und Stromverstärkung nutzen die Geräte unterschiedliche elektronische Bauelemente. Entweder Transistoren, Röhren oder, im Fall der Hybridverstärker, eine Mischform aus beidem. Transistorenverstärker gibt es seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit haben sie den verschleißanfälligen und teuren Röhrenverstärkern den Rang abgelaufen. Trotzdem schwören viele HiFi-Fans nach wie vor auf die liebevoll aufgebauten Röhrenverstärker, denn ihnen attestiert man ein wärmeres Klangbild. Bei einem Hybridverstärker wiederum sollen die Vorteile einer Halbleiterlösung mit den klassischen Tugenden eines Röhrenverstärkers kombiniert werden. Ebenfalls mit Transistoren realisiert werden Verstärker in Class-D-Bauweise, besser bekannt als Digitalverstärker. Jetzt kommen wir zu unserem Ranking. Wir starten mit einem guten Gesamtergebnis 4,3 von 5 Sternen, dem Dynavox VT80. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 140 €. Starker Klang, kleiner Preis, etwas mehr Anschlüsse wünschenswert. Stärken sind der starke Klang, die Bluetooth-Schnittstelle, der Kartenleser und er betreibt 2 Boxenpaare gleichzeitig. Schwächen sind, er hat nur 2 Cinch-Eingänge, es gibt kein Phono-In und die Fernbedienung ist klein und unübersichtlich. Wer zum Schnäppchenpreis einen Verstärker sucht, der solide verarbeitet ist und gleichzeitig klangstark aufspielt, liegt bei Dynavox VT80 richtig. Dabei ist das eigentliche Highlight noch nicht genannt, denn neben einem SD-Kartenleser bietet er eine Bluetooth-Schnittstelle, über welche ihm Musik drahtlos zugespielt werden kann. Etwas Verbesserungspotenzial gibt es noch bei den Anschlüssen. Man kann zwar sogar 2 Boxenpaare verbinden, findet jedoch nur 2 Cinch-Eingänge und sucht auch einen integrierten Phono-Preamp vergeblich. Dass die Fernbedienung etwas klein und unübersichtlich ist, stört hingegen kaum. Das Testmagazin Stereo attestiert einen frischen, gleichzeitig spritzigen Klang und vergibt angesichts dessen zu Recht eine sehr positive Bewertung. Falls dir übrigens das Video bis hierhin schon gefallen hat, lass doch gern ein Like da oder verrate uns in den Kommentaren, was wir besser machen sollten. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen. Weiter geht es mit der Gesamtbewertung 4,4 von 5 Sternen für den SMSL AD18. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 145 €. Audio-Kleinkraftwerk mit Bluetooth-Empfang. Stärken: der kleine leistungsfähige Class-D-Vollverstärker mit gutem Klang, die digitale Signalverarbeitung umfasst, Equalizer-Funktionalität, analoge und digitale Schnittstellen plus Bluetooth 4.2 inklusive NFC, hochwertiger und professioneller Look. Schwächen sind: die Bedienungsanleitung ist teilweise schwer verständlich und widersprüchlich. Unschlüssige Angaben zur Leistung, nicht ausreichend durchdachte Fernbedienung. An Kraft mangelt es der kleinen formschönen Verstärkerlösung für Lautsprecher mittlerer Belastbarkeit nicht. Allerdings lässt sich diese Feststellung nicht präzisieren. Bei der Herstellerangabe für die Ausgangsleistung von 2x80 Watt an 4 Ohm bleibt die Ermittlungsmethode ungenannt. Eventuell handelt es sich also um eine leichte Übertreibung. Trotzdem beeindrucken die mit aktuellen Chipsätzen ausgestattete digitale Signalverarbeitung und das, was sie klanglich hervorbringt. Dank mehrerer analoger und digitaler Schnittstellen kann Audio-Content flexibel zugeführt werden. Am komfortabelsten selbstverständlich der Bluetooth-Empfang. Zuvor wird einem bei NFC-kompatiblen Quellgeräten das Pairing erleichtert.
Die geringfügigen Unstimmigkeiten des Produkts sollten sich jedoch in einem niedrigeren Preis niederschlagen. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Verstärker für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zur Gesamtbewertung 4,5 von 5 Sternen, die der Moore SV50 bekommen hat. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 110 €. Tut, was ein Verstärker tun soll. Seine Stärken sind: Er ist sehr preiswert, der ordentliche Klang für Einstiegsklasse, die Eingänge für 4 analoge Quellen, AUX an der Front ist inklusive. Schwächen sind: Die Verarbeitungsqualität könnte besser sein. Er hat keinen Audioausgang und keinen Phono-Eingang. Vollverstärker wie der Moore SV50 sind eine prima Sache, wenn man mehrere Geräte plus Lautsprecher betreiben möchte. Natürlich erreicht man damit nicht die Klangqualität, die eine Kombination aus Vorverstärkern plus Endstufen bietet, aber das einfache Handling macht sie auch zur Option für technisch weniger Versierte. Für Surround-Freaks und Cineasten scheidet dieses Modell allerdings aus. Es ist ein klassischer Stereo-Verstärker mit 2 Kanälen. Punkt. Shishi wie ein integrierter Equalizer oder Mikrofoneingänge für Sing-Along-Partys glänzt daher auch durch Abwesenheit. Selbst eine Fernbedienung ist bei dem Preis nicht dabei. Wer das verschmerzen kann, dem bleibt ein schwarzes Gerät im klassischen HiFi-Look und inneren Werten von 4 bis 8 Ohm Impedanz, 2x50 Watt Ausgangsleistung und einem Frequenzgang von 45 Hz bis 26 kHz. Immerhin ist das Gehäuse aus Vollmetall mit gebürsteter Aluminiumfront, während die Knöpfe und Schalter aus Kunststoff sind. Das Mattschwarz ist auch unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Die Rückseiten-Lautsprecheranschlüsse sind Schraubanschlüsse für Bananenstecker und wirken solide. An der Rückseite stehen weiterhin 3 Cinch-Eingänge zur Verfügung. Ein weiterer Mini-Klinkeneingang befindet sich an der Front. Hier kann zum Beispiel ein MP3-Player oder das Smartphone angeschlossen werden. Daneben ist ein Drehschalter, mit dem man eine der 4 Quellen auswählen kann. Außerdem gibt es hier einen großen Drehregler für die Lautstärke und 3 kleine Regler für Höhen, Tiefen und Balance. Ganz rechts ist noch die Möglichkeit, einen Kopfhörer 6,3 mm Anschluss anzuschließen. Allerdings kommt der integrierte Kopfhörerverstärker hier schnell an seine Grenzen. Auch aufnehmen kann man mit dem Gerät nicht, hierfür fehlen die Anschlüsse. Rund 110 €, für die der Moore SV50 gehandelt wird, sind für einen Vollverstärker die unterste Eingangsklasse. Zumindest preislich. Entsprechend spartanisch fällt auch der Lieferumfang mit Anleitung und 2 Kabeln aus. Klanglich kann der puristische Verstärker in Internetforen jedoch überzeugen, wenn man ihn nicht mit High-End-Geräten vergleicht. Wem die Anschlussmöglichkeiten ausreichen und wer keinen Wert auf Namen legt, mit den Unzulänglichkeiten leben kann, darüber hinaus keine B&W Nautilus anschließen will, bekommt einen netten Einstiegsverstärker. Wenn du übrigens in Zukunft exklusive Vergleiche und Tests sehen willst, werde doch Mitglied von unserem Kanal. Über diesen Link bekommst du Zugang zu Videos noch lange vor ihrer Veröffentlichung und viele andere Vorteile. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.